Zum Programmschluss die Tagesschau. Der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU Dregger hat in Washington vom amerikanischen Verteidigungsminister Weinberger die Zusage erhalten, dass neue chemische Waffen nicht in der Bundesrepublik stationiert würden. Die Regierung in Washington will die 1969 gestoppte Herstellung von C-Waffen wieder aufnehmen, hat aber vom Kongress bisher nicht die Mittel dafür bewilligt bekommen. Nach Angaben von Dregger hat Weinberger für den Fall, dass die beantragten Gelder genehmigt würden, auch den Abbau aller noch auf deutschem Boden lagernden alten C-Waffen versprochen. Der CDU-Politiker begrüßte diese Ankündigung. Das wäre eine psychologisch und politisch gute Entscheidung, da die Bundesrepublik aufgrund ihrer geografischen Lage ohnehin schon die Waffenkammer der NATO sei. Am Vorabend der NATO-Außenministertagung im portugiesischen Estoril sind bei den Europäern Befürchtungen laut geworden, dass die USA sich künftig nicht mehr an den SALT-II-Vertrag mit der Sowjetunion halten wollen. Nach Angaben von NATO-Generalsekretär Carrington ist man über negative Auswirkungen auf die laufenden Genfer Verhandlungen über Rüstungskontrolle besorgt. Beim SALT-II-Vertrag geht es um die Begrenzung der strategischen Rüstung. Die Großmächte halten sich nach eigenen Angaben an die Bestimmungen des Abkommens, obwohl es vom US-Senat nie ratifiziert wurde. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft ist mit ihren Vorschlägen zur Abgasentgiftung von Kraftfahrzeugen auf Kritik bei der Bundesregierung gestoßen. Vor allem ist Bonn darüber enttäuscht, wie nach Ansicht der Kommission die künftigen Abgasnormen für Mittelklassewagen zwischen 1,4 und 2 Liter Hubraum aussehen sollen. Die Empfehlungen aus Brüssel laufen darauf hinaus, dass für diese Fahrzeuge der Einbau von Katalysatoren nicht erforderlich wird. Das Bundesinnenministerium in Bonn sieht deshalb einen Widerspruch zu den Beschlüssen der EG-Umweltminister vom März, in denen eine Gleichwertigkeit mit den amerikanischen Abgasnormen festgelegt worden sei. Am 25. Juni müssen die Minister von Neuem beraten. Die Zahl der Arbeitslosen ist bei den Arbeitsämtern auf 2,19 Millionen gesunken. Das waren 112.000 weniger als im April. Dennoch zeigte sich der Präsident der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit Franke enttäuscht. Zum einen habe der Rückgang nichts mit der Konjunkturentwicklung, sondern nur mit der Jahreszeit zu tun, und zum anderen sei die Gesamtzahl der Arbeitslosen weiterhin höher als vor Jahresfrist und so hoch wie noch nie in einem Mai seit Bestehen der Bundesrepublik gewesen. Der 21. Deutsche Evangelische Kirchentag ist am Abend in Düsseldorf mit insgesamt 75 Gottesdiensten eröffnet worden. Das fünftägige Treffen steht unter dem Motto »Die Erde ist des Herrn«. Den Auftakt des Kirchentages erlebten mehr als 100.000 Menschen. Die Veranstalter rechnen mit dem größten protestantischen Laientreffen, das es bisher in der Welt gegeben hat. Die Gewinnzahlen des Mittwochs-Lotto 7 aus 38, 6, 11, 21, 22, 31, 35, 37, Zusatzzahl 19. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 880 6257. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Donnerstag, den 6. Juni. Teils aufgelockerte, teils starke Bewölkung und vor allem in der zweiten Tageshälfte Schauer oder Gewitter. Tiefstemperaturen um 15, Tageshöchstwerte 23 bis 27 Grad. Im Küstenbereich bei 20 Grad. Mäßiger, in Gewitternähe böig auffrischender Wind um Südwest. Im Norden auf Nordwest drehend. Das waren die letzten Meldungen, meine Damen und Herren. Es wird in einer halben Minute 0 Uhr und 50 Minuten, 10 Minuten vor 1. Zum Programmschluss die Nationalhymne und danach sehen Sie noch die Vorschau auf die Sendungen von Donnerstag, den 6. Juni. Wir wünschen Ihnen zuvor eine gute Nacht.